Disclaimer: Dies ist eine beispielhafte und frei erfundene Fluchterfahrung. Hassan geht es zunehmend schlechter und er hat immer mehr Schwierigkeiten, seinen Alltag zu bewältigen. Mehr als die Hälfte der Menschen mit Fluchthintergrund zeigen einen hohen Leidensdruck und Einschränkungen im Alltag. Dabei ist es sehr wichtig, das Leid mit anderen zu teilen, zum Beispiel mit Menschen, welche Betroffene über professionelle Unterstützungs- und Behandlungsmöglichkeiten informieren können. Hassans Hausärztin zählt ihm folgende Behandlungsmöglichkeiten auf. Betroffene können sich Unterstützung suchen bei BeraterInnen, PsychotherapeutInnen und PsychiaterInnen, die in eigenen Praxen, Traumazentren oder Kliniken arbeiten. BeraterInnen mit traumaspezifischer Weiterbildung und psychologische PsychotherapeutInnen arbeiten mit Gesprächen und geeigneten Übungen. PsychiaterInnen dürfen zusätzlich auch Medikamente verschreiben. Je nach Schweregrad der Symptomatik wird von einer Fachperson eine Empfehlung für eine bestimmte Therapiemöglichkeit ausgesprochen. Gegebenenfalls wird von einem oder einer Ärztin eine Überweisung für eine stationäre Behandlung in einer Klinik ausgestellt. Eine stationäre Behandlung kann bei aktiven Gedanken daran, sich das Leben zu nehmen, auch ohne Überweisung aufgenommen werden. Über die Rufnummer 112 oder die Notfallaufnahme einer Klinik sollte in diesem Fall dringend Hilfe gesucht werden. Hassan entscheidet sich gemeinsam mit seiner Ärztin für eine ambulante Psychotherapie. Über die Rufnummer 116 117 meldet er sich bei der zentralen Terminvergabestelle. Dort wird ihm ein Termin zu einem Erstgespräch bei einer ambulanten Psychotherapeutin vermittelt. Vor Beginn einer ambulanten Psychotherapie müssen einige Probesitzungen durchgeführt werden, in denen sich Hassan und die Psychotherapeutin kennenlernen. Diese überprüft hier, ob eine psychische Erkrankung vorliegt und welches Therapieverfahren geeignet ist. Erst wenn sich beide für die Zusammenarbeit entscheiden, stellt die Psychotherapeutin einen Antrag bei der Krankenkasse, damit die Kosten übernommen werden. Besitzt Hassan noch keine elektronische Krankenkassenkarte, sondern nur einen Behandlungsschein, stellt die Psychotherapeutin mit Unterstützung der Sozialberatung den Antrag bei der zuständigen Sozialbehörde. Dabei bieten einige psychosoziale Zentren für Menschen mit Fluchthintergrund auch kostenlose Psychotherapie und Beratung an. Da Hassan noch nicht so fließend Deutsch spricht, kann ein oder eine professionelle Dolmetscherin beantragt werden. Sie sind sowohl Sprach- als auch KulturmittlerInnen und tragen somit maßgeblich zur Behandlung bei. Im Gegensatz zur Psychotherapie kann eine medikamentöse Behandlung bei einem oder einer Psychiaterin mit der elektronischen Krankenkassenkarte oder mit dem Behandlungsschein direkt ohne Antragstellung gestartet werden. Laut Statistiken bekommen leider viele Betroffene keine oder nur verspätet eine Behandlung. Die Gründe dafür sind vielfältig. Einerseits liegt es am eigenen Misstrauen und der Zurückhaltung der Betroffenen. Größtenteils liegt es aber an den Hürden und Lücken im Versorgungssystem. Beispielsweise an komplizierten Vorgängen in der Antragstellung für die Behandelnden und am Mangel an SpezialistInnen mit notwendigen Sprachkenntnissen. Nach den Erstgesprächen muss Hassan einige Monate warten, bis seine therapeutische Behandlung beginnt. Seine Hausärztin gibt ihm Ratschläge, wie er die Wartezeit überbrücken kann. Sie können zwar keine psychotherapeutische Behandlung ersetzen, aber gute Alternativen aufzeigen, wie man sich selbst unterstützen und die Stimmung bessern kann. Bei akuten Situationen kann er auch eine Telefonseelsorge nutzen. Ohne Behandlung bleiben die Symptome möglicherweise bestehen oder werden schlimmer. Es können weitere Erkrankungen dazukommen. Auch wenn es aktuell Lücken im Versorgungssystem gibt, lohnt es sich, sich sowohl beim Organisieren einer Behandlung als auch bei der Bewältigung der Erkrankung Unterstützung zu holen. Die Mehrzahl der Betroffenen profitiert von einer geeigneten und regelmäßigen Behandlung. Mehr zu weiteren möglichen Erkrankungen erfahrt ihr im nächsten Video. Für weitere Informationen zu den genannten Zentren und Behandlungsmöglichkeiten sowie zur Antragstellung haben wir euch einige Links unten aufgeführt.